Tencent ist neben Alibaba wohl eines der bekanntesten chinesischen Unternehmen weltweit. Ihr Fokus liegt vor allem auf Gaming und auf sozialen Netzwerken. Daher ist Tencent beispielsweise auch im VanEck Vectors Video Gaming and eSport ETF enthalten. Da China vielerorts als Schwellenland gilt und da möglicherweise zu jedem gut diversifizierten Portfolio auch Aktien aus den Schwellenländern gehören, stellen wir uns heute die Frage, wie attraktiv ist die Aktie von Tencent eigentlich? Ein großes Dankeschön an Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt, Dominik Dörr und Martin Klemer. Wenn du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder haben, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Tencent teilt sich prinzipiell auf 3 große Unternehmenssegmente auf. Das ist zum einen das Segment Value-Added Services. Dazu gehören die Bereiche Online Games und Social Networks. Im Bereich Online Advertising geht es, wie der Name schon verrät, um Online-Werbung. Unterbereiche sind hier der Bereich Media und Social and Others. Das dritte größere Segment ist Fintech and Business Services. Dazu gehören Finanzdienstleistungen und Cloud-Angebote, wie zum Beispiel Tenpay oder WeChat Pay, ein Bezahlangebot von Tencent. Weltweit, unter anderem auch in Frankfurt, bietet Tencent seinen Geschäftskunden oder Businesskunden diverse Cloud-Angebote an, die ihren Kunden dabei helfen sollen, vor allem auf dem chinesischen oder auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen. Besonders bei Tencent hervorzuheben ist WeChat, was eben von Tencent betrieben wird. WeChat, was sich erst einmal nach WhatsApp oder eben einer anderen simplen Chat-App anhört, ist weitaus mehr als nur eine App, sondern eben vielmehr ein Betriebssystem. Wie wichtig die Rolle von WeChat ist, werden wir im Laufe des Videos noch näher erläutern. Tencent liegt auf Platz 7 der größten Unternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung an der Börse. Damit liegen sie April 2021 vor Tesla und Alibaba und hinter Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Co. Wenn wir das Ranking nur auf die größten Internetkonzerne der Welt reduzieren, dann nehmen sie den 4. Platz hinter Amazon, Alphabet und Facebook ein und liegen ebenfalls hier vor Alibaba gemessen an der Marktkapitalisierung. Gemessen am Umsatz im Vergleich der größten Internetunternehmen der Welt, wobei in diesem Ranking im Gegensatz zum vorherigen Apple als Internet-Company gezählt wurde, liegt Tencent auf Platz 6, während Alibaba hier den 4. Platz einnimmt. Im Vergleich zu den anderen Unternehmen wird also klar, dass Tencent vom Umsatz her noch relativ deutlich zurückliegt. Was das Wachstum im Umsatz angeht, ist Alibaba ebenfalls stärker, während Apple hier in dieser Grafik vom Wachstum her am schlechtesten abschneidet. Trotzdem wird die reine Marke Tencent als wertvoller erachtet als Alibaba im Markenvergleich am asiatischen Markt. Die beiden Schwergewichte führen dieses Ranking dabei deutlich an. Samsung kommt hier beispielsweise nur auf Platz 5. Wie bereits erwähnt, ist WeChat unglaublich wichtig für Tencent. Auch wenn das soziale Netzwerk nur auf Platz 6 der größten sozialen Netzwerke weltweit liegt, hinter Facebook, YouTube und WhatsApp. Wir werden allerdings gleich im Video noch sehen, warum der Vergleich hier etwas hinkt. Die größten sozialen Netzwerke nach der monatlichen Nutzerschaft sind ebenfalls WhatsApp und Facebook, während WeChat und QQ in diesem Ranking beide zu Tencent gehören. QQ ist ein Messenger-Dienst, ein sehr alter Messenger-Dienst, der mal ICQ kopieren wollte, wobei QQ mit QQ Game unter anderem auch MMORPGs betreibt, um nach eigenen Angaben mit zum Beispiel World of Warcraft zu konkurrieren. Also generell bieten sie hier auch Spiele an. QQ bietet im Kern aber auch klassische Social-Media-Funktionen an, wie Profile mit Statusmeldungen, Fotos, Gästebüchern und so weiter. Irgendwie klingt das für mich so ein bisschen auch nach SchülerVZ oder StudiVZ, also irgendwie auch stark veraltet oder wie ICQ eben auch etwas zurückgeblieben. Tatsächlich sehen wir auch in dieser Grafik, dass die Nutzerschaft von Tencent QQ stark rückläufig ist seit einigen Jahren. Trotzdem besitzt Tencent mit QQ und WeChat hier 2 Schwergewichte, was die Nutzerzahlen angeht. Dass das Gaming eine wichtige Rolle für Tencent insgesamt spielt, wird auch dadurch deutlich, dass Tencent das führende Unternehmen weltweit ist mit Gaming-Umsätzen. Vor Sony, vor Apple, vor Microsoft und vor Nintendo. Dabei sind die meist heruntergeladenen Gaming-Apps von Tencent PUBG und Honor of Kings, wobei PUBG deutlich vorne liegt nach Downloads. Allerdings wirft Honor of Kings fast genauso viel ab wie PUBG, obwohl PUBG fast 10-mal so viel runtergeladen wurde. In der Marktposition geben wir 4,5 von 5 Sterne. Sowohl im Bereich der sozialen Netzwerke als auch im Segment Gaming spielt Tencent ganz oben mit und rangiert im Ranking der wertvollsten Unternehmen der Welt und im Ranking der umsatzstärksten Internetunternehmen weltweit ebenfalls im vorderen Bereich. Das Unternehmen ist breit aufgestellt und erreicht Milliarden von Menschen. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune.
Der Umsatz von Tencent konnte zuletzt stark wachsen. Von umgerechnet ca. 10 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2013 angefangen, konnten sie ihren Umsatz bis 2020 mehr als verfünffachen. Wenn wir uns speziell die letzten Quartale anschauen, die auch die Corona-Krise beinhalten, dann sehen wir zwei Dinge. Erstens, Corona war für Tencent minimal positiv im Umsatz spürbar. Zweitens, der erste Punkt ist umso erstaunlicher, da man eigentlich meinen sollte, dass gerade die Sektoren Gaming und soziale Netzwerke zu den Zeiten von Corona sehr gut gelaufen sein sollten. Allerdings ist anzunehmen, dass vor allem der Business-Sektor und der Advertising-Bereich nicht so stark gewachsen sein dürften, wie sie vielleicht ohne Corona gekonnt hätten. Das sehen wir auch in dieser Grafik. Das Segment Fintech und Business Services, zu dem eben Bezahldienste und Cloud-Angebote gehören, wird hier erst seit 2018 explizit aufgeführt. Seitdem wächst der Bereich stetig. Dennoch sieht man in 2020, dass vor allem das Segment Value-Added Services, also eben Gaming und soziale Netzwerke, logischerweise infolge von Corona am stärksten gewachsen sind. Der Bereich Online-Advertising konnte zwar auch wachsen, aber möglicherweise eben nicht so stark wie ohne Corona. Gleiches könnte eben auch für Fintech und Business Services gelten. Allerdings muss man sagen, dass diese breite Streuung der Geschäftsfelder positiv im Sinne von Diversifikation wirkt und für Krisen wie Corona eben auch eine gute Grundlage bildet, wobei Corona insbesondere für das Thema Gaming und soziale Netzwerke eben ohnehin kaum ein Nachteil gewesen sein sollte, wie wir in dieser Grafik auch deutlich sehen. Von ca. 16 Milliarden Dollar wuchs der Umsatz mit Online-Games bis 2020 auf beinahe 23,5 Milliarden Dollar an. Die Gaming-Sparte ist daher schon wichtig für den Erfolg von Tencent. Das EBIT, also das operative Ergebnis von Tencent, wächst vor allem 2020 deutlich auf über 25 Milliarden Dollar. Was das operative Geschäft angeht, war 2020 eben durchaus positiv für Tencent. Auch vorher konnte hier im EBIT Tencent seit 2014 in jedem Jahr ein Wachstum erzielen. 2020 konnte auch die EBIT-Marge deutlich auf über 50% verbessert werden, was schon sehr gut ist. Mehr als die Hälfte des Umsatzes bleibt also nach Abzug der Kosten dem Unternehmen übrig, eben vor dem Abzug von Zinsen und Steuern. Solche Margen gibt es eben vor allem bei Unternehmen mit enorm skalierbaren Produkten, wie eben auch sozialen Netzwerken, die kommerziell abgeschöpft werden können. Gleichzeitig konnten sie ihre Fremdkapitalquote auf unter 50% senken. 2015 waren es noch mehr als 60%. Aufgrund des steigenden Gewinns lag das KGV 2020 zudem bei ca. 33, 2017 lag es noch bei über 55. Aktuell liegt das KGV von Tencent ebenfalls bei 30. Das Unternehmen ist historisch gesehen also aktuell nicht überteuert, was auch an einer zuletzt recht schlechten Kursperformance liegt. Da spendet auch die Dividende von deutlich unter 0,5% kaum Trost, wobei diese Dividende seit jeher nie gesenkt worden ist. Auch wenn Tencent bei weitem kein Dividendentitel ist, sei dies am Rande erwähnt. Für die starken Kennzahlen von Tencent vergeben wir trotzdem 4,5 von 5 Sterne. Man darf jedoch gespannt sein, wie sich die einzelnen Segmente von Tencent langfristig nach Corona weiterentwickeln. Gerade der Bereich Fintech und Business Services und das Online-Advertising könnten vielleicht von einer langfristigen besseren Wirtschaftslage profitieren. Allerdings dürfen wir zu diesem Thema vor allem nicht die Risiken von Tencent vergessen. Und damit sind wir bei den Risiken von Tencent. Das erste Risiko ist mit Abstand das größte und lautet simpel China. Dass der Staat regelmäßig sein Unternehmen auf Kurs hält, ist bekannt. Alibaba hat dies zuletzt zu spüren bekommen und musste umgerechnet 2,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen und durfte bereits in der Vergangenheit nicht den Börsengang der Ant Group durchziehen. Auch Tencent ist von den Absichten der chinesischen Regulierung betroffen. China verschärft aktuell die regulatorischen Vorgaben für die Anbieter von Internetplattformen, um den fairen Wettbewerb zu sichern und die innovative sowie gesunde Entwicklung der Branche zu fördern und um eben Monopolen vorzugreifen. Allerdings muss man auch sagen, so sehr man China auch eben dafür kritisieren möchte, dass sie ihre Unternehmen schon sehr stark im Griff haben, ähnliche Bestrebungen, nämlich die Marktmacht von einzelnen Unternehmen und Big Playern zu verkleinern, gibt es auch in westlichen Nationen. In China ist es übrigens gängige Praxis, dass Plattformen wie die von Tencent auf Basis von in der Vergangenheit getätigten Einkäufen ihrer Kunden berechnen, welchen Preis der einzelne Kunde für ein Produkt bereit wäre zu zahlen. Dass gegen solche Praktiken vorgegangen wird, ist nachvollziehbar und würde sich sicher auch jeder hier in Europa und Deutschland wünschen, sollte es hier solche Praktiken geben. Ein anderes Beispiel sind Alipay von Alibaba bzw. der Ant Group und Tenpay bzw. WeChat Pay von Tencent. Ihr Marktanteil bei den elektronischen Portemonnaies beläuft sich laut dem Marktforschungsunternehmen iResearch auf 95% in China. Auch wenn die Tatsache, dass der chinesische Staat definitiv willkürlicher durchgreifen könnte als demokratische Staaten, definitiv ein Nachteil von chinesischen Unternehmen ist, so kann man auf der anderen Seite auch festhalten, dass Bestrebungen,
der Marktmachtreduktion einzelner Unternehmen nachvollziehbar sind. Die Schadenshöhe schätze ich hier mit 6 relativ durchschnittlich ein, wobei die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es eben zu gewissen Regulierungen kommt, hier bei 100% liegt. Die chinesische Regierung greift regelmäßig durch, was nicht selten zum Nachteil der Großkonzerne ist. Allerdings ist Tencent auch ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Wirtschaft, weswegen man darüber streiten kann, wie wahrscheinlich es ist, dass die Unternehmen übermäßig stark belastet werden. Vielleicht wäre eine Schadenshöhe von 4 oder 5 auch gerechtfertigt. Das zweite Risiko ist auch eine Folge der ersten. Mit einer geförderten und gewollten Konkurrenz muss sich Tencent natürlich auch immer wieder im Wettbewerb behaupten, was eigentlich gut ist. Dazu gehört in erster Linie natürlich auch Alibaba, wobei diese durch die chinesischen Regulierungen ebenso wie Tencent getroffen werden. Ein anderes Beispiel aus China ist dann ByteDance, deren App TikTok wohl vielen von euch etwas sagt. TikTok, in China als Douyin bekannt, ermöglicht es den Nutzern, kurze Musikvideos zu erstellen und die App erreichte mehrere Milliarden Downloads weltweit. Bekannt ist ByteDance vor allem deshalb, weil TikTok zusammen mit WeChat von Tencent in den USA ursprünglich mal verboten werden sollte, unter Donald Trump. An ByteDance sind einerseits aber auch überwiegend amerikanische Investoren beteiligt und andererseits hat der amerikanische Präsident Joe Biden eine Reihe von Verordnungen zurückgezogen, die den Download der Apps WeChat und TikTok verbieten sollten. Also insofern nicht ad hoc ein Thema. Das Risiko, dass Tencent durch Konkurrenten wie ByteDance massiv Schaden erleiden könnte, schätze ich mit einer Schadenshöhe von 5 und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30% als relativ niedrig ein. Natürlich können sie Nutzerschaft verlieren oder auch vor allem die Zeit ihrer Nutzerschaft verlieren, die Nutzer dann eben nicht mehr auf ihrer eigenen Plattform von Tencent verbringen. Dennoch hat Tencent durch WeChat so viele Menschen bereits erreicht, dass sie es hier durch die eigene Weiterentwicklung ihrer eigenen Plattformen selbst in der Hand haben und wie wir wissen aus einem Video, was ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe von Simplicissimus, kann Tencent eines gut, nämlich kopieren. Neben der Regulation durch die chinesische Regierung stehen die Handelsstreitigkeiten mit den USA ebenfalls immer wieder im Mittelpunkt, wenn es um chinesische Aktien geht. Ob es um Auflagen wie dem Entfernen verschiedener Apps aus dem App Store geht oder eben um Zölle oder andere Auflagen, der Handel leidet unter diesen Streitigkeiten. Vielfach stand zudem ein Delisting von verschiedenen anderen chinesischen Aktien in den USA im Raum. Gerade im Halbleitermarkt gibt es zudem verschiedene Sanktionen, die China relativ hart treffen. Nämlich zum Beispiel, dass an bestimmte Händler in China keine Halbleiter mehr aus den USA verkauft werden dürfen. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass auch unter Präsident Biden ein durchaus starker Kurs gegen China gefahren wird. Die Schadenshöhe grundsätzlich aus dieser Thematik schätzen wir daher mit 4 ebenfalls durchschnittlich ein, aber nicht zu niedrig und die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt aus meiner Sicht hier ebenfalls bei 100%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 2 von 5 Sterne. Chinas Regime und die Handelsstreitigkeiten beeinflussen die chinesischen Aktien nachhaltig. Klar, auch wenn Tencent nicht von jeder Sanktion direkt getroffen wird, so hat die politische Nachrichtenlage regelmäßig Einfluss auf die kurzfristige Performance der Tencent-Aktie. Diese Risiken darf man hier also auch langfristig nicht aus den Augen verlieren. Bevor ich zur Prognose komme, eine kurze Bitte. Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern. Ich habe auch keine Werbepartnerschaft mit irgendwelchen Unternehmen. Unterstützt mich, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar schreibt. Ich danke mich über jeden Einzelnen, der den Kanal hier in letzter Zeit so stark supportet. Danke, dass du da bist. Eine Prognose, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, die auf Befragungen zwischen 2017 und 2019 basierte, berechnete, dass WeChat weltweit im Jahr 2025 in etwa 1,1 Milliarden Menschen als Nutzer haben wird. Was hier auch erkennbar ist, das Wachstum von WeChat in den Nutzerzahlen wird deutlich nachlassen. Wenn wir uns jetzt die tatsächlich aktiven monatlichen Nutzer von WeChat anschauen, dann sehen wir, dass bereits 2016 beinahe 800 Millionen Nutzer monatlich aktiv waren. 2021 sind es bereits mehr als 1,2 Milliarden, also mehr als in der Prognose zuvor. Wieso die Statistiken hier variieren? Weil ein Mensch natürlich mehrere Accounts haben kann, Accounts für Unternehmen ebenfalls keine echten Menschen abbilden und weil es natürlich auch hier vielleicht botartige Accounts geben kann. Zum einen nehmen wir aus den beiden Statistiken mit, dass die aktiven Nutzer zuletzt enorm gewachsen sind, vor allem in der Phase 2013 bis 2017 und zum anderen zeigen beide Statistiken, dass das Wachstum in den Nutzerzahlen abschwächen wird. Was wir allerdings in dieser Statistik sehen, ist noch wesentlich interessanter für die Zukunft von WeChat und Tencent. Seit 2015 ist die Anzahl der Personen, die täglich WeChat-Mini-Programme nutzen, von ca. 160 Millionen Menschen auf beinahe 450 Millionen Menschen angestiegen. Das bedeutet, fast mehr als ein Drittel der Nutzer ist täglich aktiv und nutzt Mini-Programme in WeChat.
Was sind denn das für Mini-Programme? Naja, WeChat ist als WhatsApp-Klon für Asien gestartet. Übrigens ist dies die gängige Geschäftspraxis von Tencent, dass sie Geschäftsmodelle auch aus westlichen Ländern adaptieren für ihre eigenen Märkte. Mittlerweile umfasst WeChat aber eben deutlich mehr Funktionen. Man kann zum Beispiel innerhalb von WeChat Apps nutzen, aus den Kategorien Daily Services, Mobile Shopping, Tools, Transport, Videos und so weiter. WeChat ist praktisch eine Art Betriebssystem, was Anwendungen ähnlich wie YouTube, Zalando oder die Bahn-App, um das jetzt mal auf Deutschland umzumünzen, integriert hat. Dabei nutzen beispielsweise mehr als 700 Millionen Nutzer monatlich Daily Service-Anwendungen und mehr als 500 Millionen Nutzer nutzen monatlich das Mobile Shopping. WeChat und damit Tencent sind enorm wichtig für die Menschen im alltäglichen Leben und sie haben mit den Mini-Programmen in ihrem WeChat-Betriebssystem quasi die Möglichkeit, sehr stark zu skalieren und ihre größte Währung ist dabei die große Nutzerschaft. Nicht nur durch WeChat und ihre eigenen sozialen Netzwerke profitiert Tencent, sie besitzen beispielsweise den Anbieter Riot Games, bekannt für das Spiel League of Legends. Ebenfalls besitzen sie ca. 40% von Epic Games und kleinere Anteile an Ubisoft, Activision Blizzard und Discord. Damit ist Tencent relativ breit in die größten Spieleentwickler investiert und es ist anzunehmen, dass sie ihre Anteile weiter ausbauen werden. Weitere Anteile besitzen sie zum Beispiel an Tesla und am 29. Juni 2020 übernahm Tencent den Video-on-Demand-Service für Abonnenten Ilflix, also quasi das Netflix von Asien. Auch wieder eine Kopie mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Neben den Anteilen an den anderen Marktgrößen investiert Tencent ca. 6 Milliarden Dollar jährlich in die eigene Forschung und Entwicklung. Diese Summe hat sich seit 2016 verdreifacht, ist aber nicht so stark angehoben worden wie ihr Umsatz oder Gewinn. Besonders interessant sieht die Lage bei den Patenten von Tencent aus. Vor allem im Jahr 2019 stieg die Anzahl der angemeldeten Patente enorm an. Mehr als 5000 Patente hatten sie zu dem Zeitpunkt bereits angemeldet. Allerdings ist die Summe der in Kraft gewesenen Patente seit 2016 enorm rückläufig. Viele Patente stammen 2020 aus dem Bereich Data Security, also Datensicherheit, was auch für das Business Cloud Angebot von Tencent spricht. Hier kratzten sie an der 3000er Marke und liegen damit auf Platz 5 weltweit. Hinter Samsung, Huawei, Microsoft und IBM. Im Segment Machine Learning und Artificial Intelligence liegen sie auf Platz 7, konnten aber die Anzahl der Patentfamilien, die sie hier besitzen, zuletzt gut steigern. Aufgrund der guten Ausgangslage mit WeChat, der großen Anzahl an Patentfamilien in unterschiedlichsten Bereichen, vergebe ich in der Prognose 4 von 5 Sterne. Natürlich ist es wichtig, die Entwicklung der einzelnen Segmente von Tencent im Auge zu behalten, aber mit Tencent investiert man indirekt auch ein klein wenig in Unternehmen wie Tesla, Discord, Ubisoft, Activision Blizzard und Riot Games, sowie in diverse andere Geschäftsfelder von Tencent selbst. In der Marktposition habe ich 4,5 von 5 Sterne vergeben, da das Unternehmen vor allem im Gaming-Bereich an der Spitze steht. Für die Kennzahlen gibt es ebenfalls 4,5 von 5 Sterne, aufgrund des stetigen Wachstums und der starken EBIT-Marge. In der Kategorie Risiko habe ich hingegen nur 2 von 5 Sterne vergeben, da China und die Handelsstreitigkeiten ein großes Risiko darstellen. Für die Prognose hat Tencent dann abschließend 4 von 5 Sternen erhalten. Im Durchschnitt erhalten wir also 3,75 Sterne, die ich tatsächlich auf 4 Sterne aufrunde. Wichtig ist, dass man sich bewusst ist, welche Risiken Tencent mit sich trägt, die auch regelmäßig kurzfristig den Kurs belasten können. So toll auch die Kennzahlen sind, so breit auch ihre Reichweite ist und so toll auch die Investitionen und Beteiligungen sind, die chinesische Regierung und die Konstellation mit den USA haben regelmäßig Einfluss auf die Aktienbewertung. Tatsächlich habe ich die Aktien noch in meinem Aktiensparplan und indirekt natürlich auch in meinem Emerging Markets ETF. Mehr zu meinen Aktien- und ETF-Sparplänen findet ihr übrigens oben unter dem i verlinkt. Dennoch passe ich auf, dass die Gewichtung von Tencent im Portfolio nicht allzu groß wird, da ich die Risiken der Aktien nicht unterschätzen möchte und gleichzeitig hier auch eher auf den gesamten Emerging Market Sektor setzen möchte, weniger auf den Einzelwert Tencent selbst. Die Aktie ist sehr hoch im Xtrackers MSCI China ETF gewichtet, sowie generell in ETFs mit dem Fokus auf China, wie die von HSBC oder eben iShares. In diesen ETFs ist Tencent mit ca. 13-14% bereits sehr prominent vertreten. Eine große Gewichtung besitzt Tencent auch im Xtrackers ESG Emerging Markets ETF, was besonders interessant ist, da dieser ETF vor allem in Unternehmen aus Schwellenländern investiert, die geringe Kohlenstoffemissionen aufweisen. Für die Fans von Nachhaltigkeits-ETFs könnte dieser ETF daher interessant sein, wenn ihr besonders auf Tencent setzen wollt. Hier besitzt Tencent eine Gewichtung von ca.
ca. 12,5%. Viele von euch kennen sicher auch den VanEck Vectors Video Gaming und E-Sports ETF, der Tencent mit 7,4% aktuell gewichtet hat. Diesen ETF haben wir hier bereits auf dem Kanal vorgestellt, ebenfalls verlinkt oben auf dem i oder unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ist Tencent natürlich auch in den klassischen MSCI Emerging Markets ETFs von Amundi, iShares und Co. enthalten. Die Kanalmitglieder stimmen übrigens ab, welchen ETF wir übrigens am kommenden Wochenende analysieren sollen. Wir sehen uns dann eben am kommenden Wochenende oder in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.